Stellen Sie sich alle die folgende Situation vor. Sie haben eine Marke, zum Beispiel eine Unionsmarke, und gucken dann ins deutsche Register und sehen, da ist eine Marke, die kommt meiner Marke schon ziemlich nahe. Oder Sie überlegen sich, wird die denn überhaupt benutzt? Habe ich die schon mal gesehen oder gehört? Eigentlich nicht. Oder Sie denken sich, Mensch, hätte diese Marke überhaupt eingetragen werden dürfen? Die Frage ist, was machen Sie mit so 'ner Marke? Haben Sie 'ne Möglichkeit, so 'ne Marke, die Sie da stört, aus dem Register rauszulöschen? Und darum geht es heute. Es geht heute beantworte ich Ihnen alle W-Fragen dazu. Was ist das Verfalls und Nichtigkeitsverfahren, am Deutschen Amt? Was sind die möglichen Gründe, eine Marke löschen zu lassen? Wie läuft denn dieses Verfahren überhaupt ab und was ist neu seit unserer Markenrechtsreform? Wir überlegen uns auch, wie kann so ein Verfahren und Nichtigkeitsverfahren ausgehen? Vor allem aber geht es darum, wie sind unsere Erfahrungen als Amt, mit dem neuen Nichtigkeits und Verfallsverfahren in den ersten gut 3,5 Jahren? Da möchte ich Sie gerne partizipieren lassen. Und schließlich geht's, mir auch darum, noch mal zu zeigen, was ist denn der Unterschied, wenn Sie bei uns am Amt einen Antrag, auf Nichtigkeit beziehungsweise Verfall einer Marke stellen oder wenn Sie zu Gericht gehen, der eine Punkt. Und der andere Punkt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen so 'nem Verfallsverfahren wegen älterer Rechte, also beispielsweise, wie ich eingangs gesagt habe, mit Ihrer, Marke, die Sie haben, zu einem klassischen Widerspruchsverfahren, was ja in Deutschland, einer Anmeldung, nachgelagert ist nach Veröffentlichung der Marke. Dann starten wir mal rein. Was genau ist das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren, bei unserem Amt? Also, Sie haben die Möglichkeit, eine Marke, entweder für nichtig erklären zu lassen und damit zu löschen oder für verfallen, erklären zu lassen und zu löschen. Dazu ist einfach ein Antrag bei uns als nationalem Amt, nötig. Auf welche Gründe können Sie denn so einen, Antrag stützen? Also, zum einen können Sie den Antrag, darauf stützen, dass die Marke verfallen ist. Der häufigste Grund, warum eine Marke verfallen ist und wir sie dann auch aus dem Register löschen, ist, dass die Marke zwar mal registriert wurde, aber überhaupt nicht benutzt wurde. Also, zumindest nicht für die Waren, für die sie eingetragen ist oder für die Dienstleistungen. Weitere Verfallsgründe sind, wenn einfach die Markenfähigkeit oder auch, die Markeninhabereigenschaft, nachträglich wegfällt oder, also wir eben draufkommen, die war bösgläubig angemeldet, die ist geeignet zu täuschen oder war eine gebräuchliche Bezeichnung. Dafür haben wir bei uns am Amt ein neues, Verfahren seit, 1. Mai 2020, also seit gut 3,5 Jahren. Ähm, ein weiterer Grund, eine Marke löschen zu lassen, ist, dass ältere Rechte, also relative Schutzhindernisse entgegenstehen. Das ist ein Nichtigkeitsverfahren nach Paragraph 51 des Markengesetzes. Das haben wir auch neu seit dem 1. Mai 2020. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man eine Marke für nichtig erklären lässt, aufgrund absoluter Schutzhindernisse. Also weil man sich auf den Standpunkt stellt, diese Marke ist zu Unrecht eingetragen und die hätte niemals, eingetragen werden dürfen. Dieses Verfahren bei uns am Amt gibt es schon länger. Da gibt es keine wesentlichen Neuerungen, aber wir haben die Verfahrensvorschriften dann für alle Verfahren angepasst. Wann können Sie denn so einen Antrag stellen? Den Antrag können Sie stellen, sobald eine Marke bei uns eingetragen ist, und veröffentlicht. Im Prinzip jederzeit, aber, es gibt noch eine 10-Jahres-Schranke bei bestimmten absoluten Schutzhindernissen. Da sagen wir 10 Jahre nach der Eintragung, ist dann 'ne Deadline, dann ist die Marke im Register. Grundsätzlich, wie gesagt, geht es aber jederzeit, sobald die Marke eingetragen ist. Wie stellen Sie jetzt so einen Antrag bei uns? Also, wir sind eine Behörde, insofern nutzen Sie am besten, unser Formblatt. Ganz wichtig ist, dass Sie Ihren schriftlichen Antrag auch eigenhändig unterschreiben. Also, die Unterschrift muss drauf sein. Idealerweise geben Sie im Formular an den Grund, warum Sie die Marke löschen wollen, also den Nichtigkeits oder Verfallsgrund.
Und wichtig ist auch die Begründung. Da sieht das Gesetz vor, dass die Tatsachen, und auch die Beweismittel für den Antrag anzugeben sind. Ich komme zu diesem Punkt gleich später noch mal etwas ausführlicher, aber grundsätzlich trägt der Antragsteller die Beweislast, dass die Marke, aus bestimmten Gründen eben gelöscht werden muss. Also deswegen, arbeiten Sie hier ganz sauber. Wo können Sie den Antrag stellen? Äh, Bei uns am Amt natürlich, entweder online oder in Papierform. Wichtig ist aber die eigenhändige Unterschrift. Wer kann jetzt so einen Antrag stellen? Können Sie das einfach? Können Sie, den Antrag kann jeder stellen. Und mit jeder meine ich wirklich jede natürliche oder juristische Person, aber auch jeder Verbraucherverband, Herstellerverband. Es ist vom Wesen her ein, Popularantrag, und ein besonderes Feststellungsinteresse, äh, ist nicht erforderlich. Anders ist es beim Antrag auf Nichtigkeit wegen älterer Rechte. Dieser Antrag ist dem, Inhaber dieser Rechte vorbehalten, beziehungsweise wenn es aus zum Beispiel um Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe geht, dann ist er den Personen vorbehalten, die berechtigt sind, ja, diese Rechte auch geltend zu machen. Wie läuft so ein Verfahren bei uns ab? Das ist jetzt ganz interessant. Da gibt es nämlich erhebliche Unterschiede. Also zunächst stellen wir dem Markeninhaber oder der Markeninhaberin den, Nichtigkeits- oder Verfallsantrag zu und geben 2 Monate Zeit, darauf zu reagieren. Wenn jetzt, das ist jetzt in der Präsentation, in der oberen Linie gezeigt, innerhalb der 2 Monate keine Reaktion kommt, dann ist dieser, Verfalls- oder Nichtigkeitsantrag ein richtig scharfes Schwert. Denn nach 2 Monaten ohne Reaktion, äh, tritt trifft die Markenabteilung, einen Beschluss und die Marke wird gelöscht. Der Schutz für die beziehungsweise der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen. Das ist ein sogenannter, in Anführungszeichen, Formalbeschluss, wo wir natürlich die Zulässigkeitsvoraussetzungen und die Schlüssigkeit prüfen, aber die Marke wird gelöscht ohne ein streitiges Verfahren. Das heißt, es kann eine extrem schnelle Markenlöschung nach sich ziehen. Anders ist es zu sehen, wenn der Markeninhaber oder die Inhaberin dem, Antrag widerspricht. Das ist hier gelb gezeichnet, der Widerspruch. Dann informieren wir den Antragsteller entsprechend, und geben ihm einen Monat Zeit zu überlegen. Entweder, lässt er seinen Antrag fallen, also verfolgt den Antrag nicht weiter, dann, gilt auch der Antrag als nicht eingelegt. Oder er sagt, er möchte das Verfahren weiterverfolgen, dann ist dafür eine Gebühr fällig und, dann geht es erst in streitige Verfahren, wo Schriftsätze ausgetauscht werden und, es mitunter, um komplizierte Rechtsfragen auch gehen kann. Am Ende steht immer ein Beschluss. Entweder entscheiden wir uns, in der Markenabteilung, die Marke zu löschen und den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu entziehen bei ER-Marken, oder es ergeht ein Beschluss, dass der Antrag zurückgewiesen wird. Gegen Beschlüsse, aus unserem Haus gibt es natürlich auch immer einen Rechtsbehelf. Das ist die Beschwerde in Deutschland zum Bundespatentgericht. Was ich Ihnen mit dieser Grafik zeigen will, ist, dass der Ablauf des Verfahrens sehr stark davon abhängt, wie sich die Markeninhaberin oder der Markeninhaber verhält. Also, das Verfahren kann sehr schnell gehen oder es kann in streitige Verfahren gehen. Was kostet denn so 'n Antrag bei uns? Also, vergleichsweise ist 'n Antrag bei uns sehr günstig. Wir nehmen 400 € Gebühren für einen Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse oder ein Nichtigkeitsantrag wegen älterer Rechte. Wenn der Antrag auf mehrere Rechte geschützt wird, dann kostet es pro weiterem geltend gemachten Recht noch mal 100 €. Bei einem Verfallsverfahren, ist die Gebühr zunächst 100 € und wird der Antrag weiterverfolgt, sind dann noch mal, 300 € Weiterverfolgungsgebühr fällig. Also, insgesamt kommen wir dann auf rund 400 €. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren vor Gericht, dann zeigt sich, das Amt ist doch deutlich günstiger, denn bei Gericht, werden die Kosten ja nach dem Streitwert bestimmt und beim Regelstreitwert von 50.000 € in, Markenrechtslöschung
Wenn wir schon allein von Gerichtsgebühren bei 1.803 € und, abgesehen davon ist es bei Gericht so, dass am Ende eine Kostenentscheidung ergeht, die unterliegende Partei die Kosten trägt. Beim Amtsverfahren ist es in aller Regel so, in Paragraph 63 geregelt, dass jede Partei ihre Kosten selbst trägt. Das heißt, von den Gebühren, von den Kosten ist das Verfahren bei uns durchaus, kalkulierbar. Davon weichen wir nur in Ausnahmen ab, Ausnahmefällen komme ich auch gleich noch mal drauf. Was ist also jetzt neu seit der Markenrechtsreform? Wir wurden verpflichtet und haben die Verpflichtung aus der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt, dass wir ein effizientes und zügiges Verfahren beim Markenamt bereitstellen, um eine Marke für verfallen, oder für nichtig zu erklären und sie entsprechend zu löschen. Das neue Verfallsverfahren vor dem DPMA nach § 49 ist eine echte Alternative zum Verfallsverfahren vor den ordentlichen Gerichten. Ähm, Das Gleiche gilt für das, Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte nach § 51. Das ist auch eine Alternative dazu, die Nichtigkeit vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Und was wir auch beobachten, es ist auch, zunehmend eine Möglichkeit, eine Alternative zu einem klassischen Widerspruch nach § 42. Das heißt, einem Widerspruch, der unmittelbar nach Veröffentlichung der Eintragung möglich ist. Grundsätzlich können Sie, wählen, ob Sie zum Amt gehen oder ob Sie zu Gericht gehen, wenn Sie eine Marke löschen lassen wollen. Es gibt aber bestimmte Vorschriften, die verhindern, dass zugleich die Gerichte und das Amt, mit dieser Nichtigkeit oder mit dem Verfall befasst sind. Wenn es bereits eine Gerichtsentscheidung gibt, also über den gleichen Streitgegenstand zwischen den Parteien oder, ein, Klage anhängig ist, dann ist ein Antrag bei uns ausgeschlossen. Andersrum ist es so, dass, wenn bei uns ein Verfahren anhängig ist, das ja auch im Register, veröffentlicht wird, dass ein Antrag eingegangen ist und dann kein Gerichtsverfahren möglich ist. Also, sie entscheiden sich für einen Weg. Für alle Nichtigkeits- und Verfallsverfahren hier, das war vor 3 Jahren noch anders, gilt jetzt, dass die Marke dann gelöscht wird, wenn der Markeninhaber nicht innerhalb von 2 Monaten widerspricht und dass ein wirklich streitiges Verfahren nur durchgeführt wird, wenn ein Widerspruch eingeht. Was auch neu geregelt wurde, ist die Anhörung. Wenn ein Antrag auf Anhörung gestellt wird, dann ist die bei uns tatsächlich verpflichtend durchzuführen. Ich selbst war jetzt auch in den ersten Anhörungen, dabei und finde, dass man da wirklich auch, guten Eindruck gewinnt und, gute Ergebnisse erzielen kann. Es geht vielleicht nicht ganz so formell zu wie bei Gericht, aber es kann sehr sachdienlich sein. Was auch jederzeit möglich ist, beispielsweise wenn Sie aus einer Marke in Anspruch genommen werden, ist einem, Nichtigkeitsverfahren, beizutreten. Wenn ein Nichtigkeitsverfahren bei uns anhängig ist, wird es ja im Register veröffentlicht und Sie können dann eben, beitreten und, dazu beitragen, gegebenenfalls, dass die Marke gelöscht wird. Es gibt noch eine Neuregelung, die ins Gesetz aufgenommen wurde. Ist auf Verlangen, kann eine Sicherheitsleistung, bestimmt werden, wenn der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der EU hat. Ich habe da mit unserem Vorsitzenden noch mal Rücksprache gehalten. In der Praxis kommt es wirklich sehr selten vor, aber nach Ermessen können wir da gegebenenfalls eine Sicherheitsleistung festlegen. Ich möchte gerne auf das Verfallsverfahren nach § 49 Absatz 1, etwas genauer eingehen. Das ist das Verfallsverfahren, weil wenn die Marke nicht benutzt wird. Grundsätzlich, ist es dann relevant, ob in dem Zeitraum von 5 Jahren ab Eingang des Verfallsantrags bei uns die Marke benutzt wurde oder nicht. Es ist vom Markeninhaber nachzuweisen, dass er die Marke in diesem Zeitraum ernsthaft benutzt hat. So, für die ernsthafte Benutzung, da gucken wir uns natürlich an alle Tatsachen und, alle Umstände des Einzelfalls, die das irgendwie belegen können. Für uns ein ganz wesentliches Kriterium sind der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung, aber natürlich muss sich der Nachweis auch auf die Art, auf die Form der Benutzung, den Umfang, auf das Gebiet, auf die Person des Benutzers beziehen. Anders als in anderen europäischen Ländern,
spielt die eidesstattliche Versicherung bei uns durchaus eine große Rolle. Sie hat einen hohen Beweiswert. Das ist meines Wissens nicht überall so, insbesondere hinsichtlich des Umfangs der Benutzung. Ist auf der anderen Seite selten so, dass eine eidesstattliche Versicherung alleine ausreichen wird, um eine Benutzung nachzuweisen, aber sie ist wichtig, um den Umfang nachzuweisen, und sie wird regelmäßig durch weitere Dokumente, insbesondere um die Art der Benutzung und die Form nachzuweisen, zu ergänzen sein. So, wie geht denn so ein Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bei uns aus? Was sind die möglichen Ergebnisse? Wenn der Antrag erfolgreich ist, dann wird die Marke entweder für nichtig erklärt und gelöscht oder für verfallen erklärt, gelöscht. Entsprechend gibt es bei uns auch Teillöschungen, zum Beispiel wenn die Benutzung für einzelne Waren nachgewiesen ist und für andere nicht. Ähm, Im Worst Case wird der Antrag zurückgewiesen, wenn wir der Auffassung sind, dass die Voraussetzungen nicht bewiesen und dargelegt sind. Wann wirkt sich das Ganze aus? Also die Wirkungen des Verfalls treten grundsätzlich ab dem Zeitpunkt ein, wo der Antrag gestellt wurde bei uns. Es gibt im Gesetz eine Möglichkeit, den Verfall auch schon zu einem früheren Zeitpunkt erklären zu lassen. Dafür mag es ja durchaus ein berechtigtes Interesse geben. Äh, Dafür ist dann allerdings auch aus systematischen Gründen ein besonderes Feststellungsinteresse erforderlich und darzulegen. Aus systematischen Gründen behandeln wir das als 2 verschiedene Anträge. Wie wirkt sich die Nichtigkeit aus? Oder wann wirkt sie sich aus? Die wirkt sich im Gegensatz dazu tunc aus. Also die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten als von Anfang an nicht eingetreten. Das ist noch mal ein wichtiger Unterschied. Wie sind denn so unsere Erfahrungen oder was fällt uns auf in den ersten gut 3,5 Jahren? Ähm, also Unklarheiten gab es zu dem Grundsatz, dass die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben sind. Wie weit reicht es? Wie weit reicht die Beweislast? Grundsätzlich liegt sie beim Antragsteller. Bei absoluten Gründen ist es sicher sehr einleuchtend. Ähm, Es gab Konstellationen, wo das durchaus Schwierigkeiten bereitet hat, beispielsweise bei Benutzungsfragen. Es war nach deutschem Recht trotzdem immer so, dass der Antragsteller die Darlegungs- und Beweislast hatte, auch für die Benutzung. Andererseits aber natürlich in seinen Möglichkeiten, Recherchemöglichkeiten, auch gewissen Grenzen unterlag. Es gab dann im Jahr 2020 eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Das war die Entscheidung Ferrari gegen die EU und drehte sich um die Bildmarke Testarossa. Da war der Europäische Gerichtshof mit der Frage befasst: Wie ist es denn, wenn grundsätzlich nach europäischem Recht eigentlich und im nationalem Recht, in dem Fall deutschen Recht, die Beweislast auseinanderfällt? Was wollen wir denn eigentlich in der Union für eine Regelung haben? Und kann das sein, dass nationale Gerichte da vielleicht unterschiedlich entscheiden? Da hat der Europäische Gerichtshof gesagt: „Nein, wollen wir nicht. Wir wollen, dass das in der Europäischen Union natürlich rechtlich einheitlich gehandhabt wird“, und hat festgelegt, in Benutzungsfragen trägt der Markeninhaber die Darlegungs- und Beweislast, dass er die Marke für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, auch tatsächlich benutzt hat. Und hat es darauf gestützt, dass er gesagt hat, nur der Markeninhaber ist dazu ja wirklich in der Lage. Der Bundesgerichtshof in Deutschland war dann ein Jahr später mit dieser Frage befasst und hat dann in der Entscheidung Stella, die wahrscheinlich auch einige von Ihnen kennen, klargestellt, dass es in Deutschland die Rechtsprechung sich jetzt ändert, unionsrechtskonform, und der Markeninhaber bei Benutzungsfragen die Darlegungs- und Beweislast trägt. Also da haben wir eine wichtige Entscheidung. Im Übrigen bleibt es aber beim Grundsatz, dass die Beweislast beim Antragsteller liegt. Wie wird das Verfahren bei uns denn angenommen? Also erfreulicherweise viel mehr, als wir gedacht haben. Ich habe dann noch mal in die Regierungsbegründung geguckt zu unserem Marmok, und man hatte so mit Zahlen im zweistelligen Bereich gerechnet. Die haben wir übertroffen.
Aus meiner Sicht hat sich das Nichtigkeits- und Verfallsverfahren, am Amt, als echte Alternative zu Gerichtsverfahren das Nichtigkeitsverfahren bei Gericht etabliert und, auch das Nichtigkeitsverfahren wegen des Bestehens älterer Rechte, wird wirklich gut angenommen. Einerseits als Alternative zum Gerichtsverfahren, andererseits, das beobachten wir auch strategisch als Alternative zum klassischen Widerspruch nach Paragraph 42, also zu dem Widerspruch, der Veröffentlichung einer frisch eingetragenen Marke nachgelagert ist. Woran liegt es? Das liegt daran, dass wie ich Ihnen ja einleitend dargestellt habe, dass das, Verfahren am Anfang so ein bisschen Charakter hat eines Vorverfahrens. Das heißt, der Antrag wird zugestellt und man wartet mal ab, wie der Markeninhaber oder die Markeninhaberin reagiert. Ich habe da auch mit unserem Vorsitzenden noch mal Rücksprache gehalten. Es sind etwa 10 bis 15% der Verfahren, wo gar kein Widerspruch eingelegt wird. Das heißt, Sie bekommen ohne streitiges Verfahren, nach etwas mehr als 2 Monaten die Löschung der Marke hin. Das wird in 'nem klassischen Widerspruchsverfahren nach Paragraph 42, was ja ein, streitiges Verfahren ist, wo, Schriftsätze zugestellt werden, rechtliches Gehör gewährt, Schriftsatzfristen gegeben und so weiter, in so 'ner kurzen Zeit nie möglich sein. Also, wir beobachten, dass es verstärkt auch genutzt wird. Ich habe Ihnen hier auf der Folie mal unsere Antragszahlen, vorbereitet. Wir haben, wie gesagt, erwartet einen zweistelligen Bereich, aber Sie sehen schon an den Zahlen, die da eingegangen sind, die sind in aller Regel dreistellig. Für 2023 habe ich noch keine Zahl, weiß aber, dass wir bei den Verfallsverfahren auch bereits wieder einen Anstieg verbuchen und, auch bei den, ja, Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte sehen wir so einen moderaten Anstieg, auch bei den Nichtigkeitsverfahren absolut. Der Vorsitzende hat mir gesagt, aktuell haben wir etwa 180 entscheidungsreife Verfahren. Also, wir haben hier gut, zu tun. Es ist schön, dass es so gut angenommen wird. Ich habe Ihnen hier noch mal, eine Folie, vorbereitet, wo ich den, Weg bei uns am Amt, Verfall oder Nichtigkeit erklären zu lassen und Zivilgericht, gegenüberstelle. Hinsichtlich der Gebühren, sind es, bei uns fixe Gebühren von 400 €. Am Zivilgericht, ist es eben abhängig vom Streitwert, aber sofern vom Regelstreitwert auszugehen ist, sind es 1.803 €. Die Kosten trägt bei uns grundsätzlich jede Partei selbst, im 63 Markengesetz geregelt. Im Zivilgericht, werden die Kosten immer dem Unterlegenen auferlegt. Gegenstandswert ist bei uns in aller Regel nach ständiger Rechtsprechung 50.000 €. Davon weichen wir auch höchst selten ab. Ausnahmsweise kann der, Gegenstandswert auch mal höher sein. Beim Zivilgericht hat man diese Begrenzung nicht. Ähm, Beim DPMA ist mit der Zustellung des Antrags und der Möglichkeit, Widerspruch einzulegen oder nicht, so ein Vorverfahren, im Prinzip vorgelagert. Danach kann man immer noch entscheiden, wie man den Antrag weiterverfolgt oder nicht. So ein Vorverfahren gibt es am Zivilgericht, nicht. Bei uns brauchen Sie keinen Rechtsanwalt, gegebenenfalls natürlich einen Inlandsvertreter, aber wir haben keinen Anwaltszwang, anders, als das Gericht. Es entscheidet immer eine Markenabteilung, die besteht aus dem Vorsitzenden und 2 Beisitzern. Im Zivilgericht, entscheidet eben die, Handelskammer oder die Zivilkammer. Genau. Die Verfahren finden bei uns dort statt, wo wir Marken prüfen, nämlich in München und in Jena. Zivilgericht, haben Sie also natürlich je nach Gerichtsstand, auch andere Möglichkeiten quer durch die Bundesrepublik. Ich habe hier noch mal den Vergleich aufbereitet, zwischen dem Widerspruchsverfahren, nach Paragraph 42, also der, neben der Eintragung nachgelagert ist, und dem Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte. Ein Widerspruch, ist von Gebühren her bei 250 € und kann 3 Monate 3 Monate lang eingelegt werden nach dem Tag, wo die Marke veröffentlicht wurde im Register. 'N Nichtigkeitsantrag kann jederzeit gestellt werden. Es stellen sich da ganz interessante Fragen, auch zur Parallelität und zum Zeitpunkt, wo denn der Nichtigkeitsantrag, gestellt werden kann. Ähm
dem Gesetzgeber war bewusst, dass es eine Parallelität, geben kann. Insofern kann der Antrag jederzeit gestellt werden. Mhm. Der Widerspruch ist immer ein streitiges Verfahren zwischen den Parteien. Beim Nichtigkeitsverfahren haben wir eben dieses Vorverfahren, in dem sehr einfach gelöscht werden kann, wenn der Inhaber nicht widerspricht. Ansonsten haben wir natürlich auch ein streitiges Verfahren. Spruchkörper beim Widerspruch ist die Markenstelle. Das kann durchaus der Prüfer oder die Prüferin sein, der die angegriffene Marke eingetragen hat. Beim Nichtigkeitsverfahren entscheidet immer eine Markenabteilung, die besetzt ist mit 3 Juristen. Beim Widerspruch sind die Gründe, abschließend aufgelistet, sind auch gar nicht so wenig, aber beim Nichtigkeitsverfahren ist trotzdem der Umfang, noch mal etwas weiter. Ich habe Ihnen die Gründe hier in der Tabelle alle aufgelistet. Ja, was sollten Sie sich von meinem Vortrag auf die Schnelle, merken? Es gibt seit 1. Mai 2020 ein Verfahren am Amt, am DPMA, bezüglich des Verfalls und ein amtliches Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte, neben dem bereits bewährten, Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse. Also 3 verschiedene Amtsverfahren, letztlich um eine Marke löschen zu lassen. Wie schnell so ein Verfahren, läuft und, wie es überhaupt abläuft, hängt ganz wesentlich davon ab, wie sich der Markeninhaber oder die Inhaberin verhält, insbesondere ob sie Widerspruch dagegen einlegt oder nicht. Wenn kein Widerspruch eingeht, kann das Amtsverfahren wirklich ein sehr schneller Weg sein, um eine Marke löschen zu lassen. Die Verfahren, beim DPMA, also das Verfallsverfahren und das Nichtigkeitsverfahren, wegen, älterer Rechte, eröffnen eine vergleichsweise günstige oder preiswerte Möglichkeit, eine Marke zu löschen und sind eine Alternative zum Gerichtsverfahren. Ähm, Dasselbe gilt natürlich im Nichtigkeitsverfahren wegen, absoluter Schutzhindernisse. Es ist auch, in aller Regel günstig, weil wir auch hier davon ausgehen, dass jede Partei auch ihre Kosten selbst trägt und die Kosten überschaubar sind. Anders, sehen wir das beispielsweise bei Bösgläubigkeit. Da legen wir, in unseren Beschlüssen natürlich die Kosten auf. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen 'n guten Überblick gegeben, eine Option an die Hand gegeben, wie Sie eine Marke bei uns löschen können, indem Sie für nichtig oder verfallen, erklären lassen. Wenn Sie weitere Fragen sind, haben Sie gerne die Möglichkeit, jetzt noch Fragen an mich zu stellen. Auch im Nachgang können Sie sich gerne melden. Ich habe meine E-Mail-Adresse angegeben. Schwierigere Fragen oder Fragen, die später kommen, beantworte ich auch gerne noch nach dem Webinar. Vielen Dank.